Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach eine Box mit einem Sichtfenster für euren Osterschokohasen erstellen könnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese hellblaue Box hier. Ich habe euch auch noch eine gelbe, damit ihr so ein bisschen seht, wie man es auch noch anders gestalten kann. Hier habe ich den Karton in gelb gemacht und die Mattung auch in gelb. Da wollte ich ein bisschen einen Unterschied machen und deshalb ist das Ganze hier in grau gehalten und die Mattung dann in hellblau. Und wie ihr das genau passend auf euren Osterhasen machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Um zu bestimmen, wie groß die Box sein muss, habe ich einfach den Hasen genommen und habe den hier so, hier ist die Schneidekante, den so hingelegt und habe gesehen, okay, wenn ich 2 Inch mache, dann passt das von der Breite her wunderbar. Und von der Länge her, wenn ich auf 7 Inch gehe, dann passt das hier auch wunderbar. Von dem her wird meine Box 2 Inch in der Breite und 2 Inch in der Tiefe sein und in der Höhe 7 Inch. Jetzt, wie berechne ich, wie groß die Box sein muss? Da nehme ich weiß, es sind 4 Seiten, also brauche ich 4 mal 2 Inch, das sind 8 Inch. Und dann hat es innen drinne, um diese Seiten anzukleben, noch eine Klebelasche, die ist ein Viertel Inch. Also brauche ich in der Breite 1/4 Inch. Das ist das eine. So könnt ihr eure Box eigentlich ausmessen. Ihr messt einfach, wie breit es ist und dann nehmt ihr das 4 mal und gebt dann noch eine Klebelasche von einem Viertel Inch dazu. In der Höhe ist es so, dass wir einerseits logischerweise die Höhe haben. Dann haben wir oben eine Lasche, die auch logischerweise diese 2 Inch hat. Dann haben wir hier eine Einstecklasche, das ist ein halber Inch. Und unten, um das zuzumachen, haben wir auch nochmal eine Lasche quasi von 2 Inch. Das heißt, in der Höhe brauche ich 2 Inch plus 7 Inch gibt 9 Inch, plus nochmal 2 Inch gibt 11 Inch und dann noch einen halben Inch, so sind wir bei 11,5 Inch. Einfach, damit ihr eure Box selber auch zusammenstellen könnt. Also, das heißt, ich brauche hier als allererstes eine Breite von 8,25 Inch. Und dann brauche ich eine Höhe von 11,5 Inch, hatten wir gesagt. 2 plus 7 plus 2 gibt 11. Plus die Einstecklasche halbes, also 11,5 Inch. Immer schön gucken, dass ihr das oben gut dran stoßt, damit ihr hier gerade seid. Das war das, was wir schneiden müssen. Und jetzt brauche ich das Falzbein und hier muss ich das ändern, um das falzen zu können. Dreht ihr das einfach um und dann habt ihr hier eine Stoßkante. Und dann müssen wir in der Breite, also jetzt würde die so hier liegen. Und da hatten wir gesagt, ich brauche bei 2 Inch eine Falzlinie. Dann bei 4 Inch. Dann bei 6 Inch. Und dann noch bei 8 Inch. So, jetzt drehen wir es um. Jetzt würde die Box so da liegen. Und da haben wir gesagt, ich fange jetzt unten an. Unten haben wir gesagt 2 Inch. Dann ist die Box 7 Inch hoch, also landen wir mit den 2 Inch jetzt bei 9 Inch. Und dann haben wir nochmal 2 Inch dazu, das heißt 9 und 2 gibt 11 Inch. So, dann haben wir schon das, was wir hier gemacht haben. Jetzt schneide ich das kurz ein. Und zwar
geht hier unten immer den Falzlinien entlang rein, bis ihr auf diese Falzlinie hier trefft. Und auf der anderen Seite geht ihr habt ja die erste Falzlinie hier und die zweite hier und da geht ihr auch runter bis zu dieser zweiten. Und dann mache ich jeweils so, dass das hier wird meine Vorderseite. Das heißt, hier muss ich die Lasche stehen lassen, knicke ich kurz ein und dito hier unten. Warum ich die einknicke? Einfach aus dem Grund, dass ich die anderen Laschen jetzt kurz anschneiden kann. Bei dieser Laschen hier, die jetzt übrig sind, die kann ich so ein bisschen ankürzen. Das hier ist der obere Teil, da gehe ich circa auf die Hälfte der Lasche, ein bisschen mehr als die Hälfte. Schneide das. So, das ist das. Und unten will ich nicht nur diese, sondern auch die dann gegenüber liegt, will ich auch nicht schneiden. Deshalb lege ich die beide um. Und die anderen zwei schneide ich schon kürzer zurück, so ungefähr ein Drittel. Et voilà. Was ich jetzt noch machen muss, ist die Mattung für die Box und die habe ich so gemacht, dass das jeweils 1/8 Inch kleiner ist und deshalb mache ich das so, dass ich hier gleich, ich habe gesagt, in der Höhe ist das 7 Inch und deshalb schneide ich das auf 6/7/8 zurück. So, das ist eine. Und in der Breite, ich habe hier 4 Seiten und die 4 Seiten schneide ich jetzt auch gleich. Da sind wir in der Breite bei 2 Inch und 1/8 weniger sind 1/7/8 Inch. Jetzt habe ich die 4 Mattungen für die Seiten und jetzt brauche ich noch für oben und nur für oben, das reicht. Da sind wir bei 1/7/8 Inch im Quadrat, weil das obere Teil ist ja 2 Inch mal 2 Inch. Et voilà. Was ich gemacht habe, weil ich es einfach schöner finde, ich habe überall die Ecken abgerundet und das habe ich hier mit dem Eckenabrunder gemacht und zwar habe ich die 4 mm Rundung genommen. Also was ich jeweils auch mache, ich lege mir die wirklich so hin, wie ich sie geschnitten habe, um sicher zu sein, weil die Punkte fangen ja hier nicht überall, also unten und oben am selben Ort an. Und wenn ich das jetzt so aufkleben würde, dann seht ihr, dass die Punkte hier einfach unterschiedlich anfangen. Von deshalb gucke ich wirklich, bevor ich die aufklebe, dass ich die auch schön hinlege. Oben spielt es dann nicht so eine Rolle. Jetzt müssen wir die Box noch kurz die Falzkanten nachziehen. Dann müssen wir auch noch kurz die Laschen anschrägen. Oben ist es nur die Einstecklasche und nehmt dann nicht zu viel weg, weil wenn ihr da zu viel wegnehmt, dann hat die zu wenig Widerstand. Also wirklich nur ein ganz kleines bisschen abschneiden und dann hier diese beiden Laschen anschneiden. Klebeglasche könnt ihr auch so ein bisschen anschrägen. Ich weiß, die Klebelasche ist ein bisschen kurz ausgefallen, aber ich habe das extra gemacht, damit die hier
nicht beim Sichtfenster hervorguckt. Deshalb ist hier ein bisschen sehr knapp. Das sind die beiden kurzen. Und dann lasse ich eine gerade. Und zwar nehme ich immer diejenige, die hier auf derselben Höhe ist wie oben die Einstecklasche. Die lasse ich gerade. Und hier drüben schräge ich ein kleines bisschen an. So, und jetzt könnt ihr auch schon die Mattungen aufkleben. Ich mache das jeweils mit einem Flüssigkleber. Wenn ihr lieber mit Doppelklebeband arbeitet, dann könnt ihr das so machen. Und wie gesagt, guckt, dass ihr immer die gleich hinlegt und die dann auch so auf die Box aufbringt. Das Schöne beim Flüssigkleber ist halt einfach, ihr könnt immer so ein bisschen noch hin und her schieben, bis das dann richtig gut passt. Ich drehe das Ganze immer um und gehe da mit dem Falzbein nochmal drüber, einfach damit ich keine Spuren auf dem Designpapier dann hinterlasse. Und das Viereck kommt logischerweise hier oben, wo die Einstecklasche ist. So, das war's erstmal mit Kleben. Jetzt brauchen wir die Ausbuchtung oder diesen Ausschnitt hier. Bei der Box hatte ich es so gemacht, dass ich hier diese Keksform genommen habe. Und ihr seht, es ist nur eine Schnittkante und um diesen Rahmen zu bilden, habe ich einfach die nächsten beiden Größen zusammen ausgemittet und dann mit dem Kleber drauf zusammengehalten und so einen schönen Rahmen dann auch gekriegt. Und das innere Element habe ich dann verwendet, um das Loch in die Box zu schneiden. Bei dem will ich was anderes ausprobieren, dann nehme ich hier so eine ovale Form und da gucke ich einfach, wo muss das Sichtfenster ungefähr sein, wo guckt der Bunny raus. Ne? Hier ist so das Gesicht und da werde ich auch diesen Kreis aufbringen. Diese beiden Kreise lege ich jetzt so hin, dass die schön mittig liegen. Dann klebe ich die hier zusammen und damit werde ich jetzt aus dem grauen Papier das ausstanzen. Jetzt seht ihr, dass ihr hier wunderbar einen Rahmen habt, den ihr auf die Box dann aufbringen könnt. Und damit wir uns gut orientieren können, werde ich das auch kurz machen. Das hilft mir jetzt auch als Orientierung, wo ich die kleinere Stanze anbringen muss. Ihr könnt die hier so ein bisschen hin und her schieben und dann merkt ihr, wann ihr in der Mitte seid. Die mache ich hier fest. Und jetzt müsst ihr gucken, ne? Die Big Shot ist ja nicht so breit. Zumindest die Klassik nicht. Wenn ihr die größere Variante habt, dann geht es ein bisschen einfacher. Ich muss jetzt hier einfach gucken, dass ich hier drin, hier nichts hinten dran habe, wo ich jetzt durchschneiden würde. Deshalb klappe ich diese Lasche hier ein. Das passt, da ist nichts hinten dran. Und hier klappe ich einfach die Kleberlasche ein bisschen um. Und dann seht ihr, hat das ganz knapp Platz, um das durch die Big Shot durchzukurven.
Das heißt, hier habt ihr eine gewisse Eingrenzung, wenn ihr die Big Shot Classic habt. Und dann habt ihr hier wunderbar ein Sichtfenster. Ihr könnt da mit dem Falzbein das noch so ein bisschen abrunden, damit es ein bisschen schöner aussieht. So, jetzt habe ich mir ein Stück Zellophan noch zurechtgeschnitten, was groß genug ist, um hier auch Kleber, Doppelklebeband anzubringen. Ich werde hier auf den Seiten keins anbringen, einfach um sicher zu sein, dass das nicht ersichtlich ist, sondern eher in diesem Bereich und hier unten, aber nicht in der Mitte. Macht es einfach so, dass ihr auf beiden Seiten genug Platz habt oder dass es klein genug ist, damit ihr das noch umklappen könnt. Ich bin ein bisschen kleiner als eben die 2 Inch gegangen und oben und unten genug Platz für den Kleber. Da bringe ich jetzt Doppelklebeband drauf. Was ich jeweils noch mache, ist, dass ich hier gucke, dass ich hinten, wenn ich hier durchgucke, dass hier hinten ich dieses Stück noch anklebe. Et voilà, dann sieht man hinten dieses Teil von außen. Und jetzt können wir das Zellophan anbringen. Ich mache das jeweils so, dass ich die Ecken von jedem Streifen nur kurz anknicke. Man klebt das Ganze noch nicht so doll und ich kann es trotzdem wunderbar platzieren. Jetzt gucke ich einfach, dass nirgendwo, also A, dass es natürlich mittig ist und dass nirgendwo von diesem Klebestreifen ersichtlich ist. Dann kann ich das so festdrücken. Und dann kann ich an diesen Laschen einfach ziehen und das festmachen. So, dann haben wir hier wunderbar ein Sichtfenster. Guckt einfach, dass ihr das kurz geputzt habt, bevor ihr das dann zusammenklebt, weil von innen wird es dann sonst schwierig, das zu putzen. Und jetzt kleben wir die ganze Box noch zusammen. Am einfachsten geht das, wenn ihr das Stück mit der Klebelasche hier einfach umlegt, dann das andere Ende drüber legt. Dann könnt ihr das hier so feststreichen. Et voilà. Und dann klebt das wunderbar zusammen. Ich kann versuchen, innen das auch noch so ein bisschen festzustreichen, dort wo ihr rankommt. Dann, bevor wir das unten festmachen, kümmern wir uns noch kurz um den oberen Teil. Und da mache ich jeweils so eine kleine Ausbuchtung rein, weil es dann einfacher geht, die Box zu öffnen. Dafür klappe ich dieses Element hier runter und gehe dann mit einer 1,6 cm Durchmesserstanze hier ran. Richte die mittig aus und gucke, dass die Hälfte des Kreises über der Kante liegt. Und dann einmal stanzen mit Schmackes. Und dann könnt ihr diese Lasche hineinkleben. Das heißt, ich bringe hier Kleber drauf. Dann lege ich die so rein und klebe die hier innen fest. Gibt dem Ganzen auch noch mal so ein bisschen Stabilität und ihr macht damit auch noch mal die Falzkante, respektive diese Klebelasche innen, macht ihr damit auch noch mal so ein bisschen fest und sieht doch hübsch aus. So, jetzt können wir die hier oben zumachen. Wenn es nicht funktioniert, dann schneidet hier einfach diese Laschen noch so ein kleines bisschen zurück. Dann haben wir hier wunderbar die Ausbuchtung, mit der man die Box auch super wieder öffnen kann. Jetzt kümmern wir uns noch hier oben drum. Ich will, dass da wo vorne ist, das ist ja die gerade Lasche, die kommt zuletzt drauf. Das heißt,
Ich klebe diese beiden rein, dann so und dann so. Dann könnt ihr das so zusammen aufeinander legen und einfach gucken, dass alles hier gerade ist. Dann könnt ihr die wieder umdrehen, aufmachen und dann mit einem Gegenstand, wo ihr darunter kommt, das auch noch festmachen. Jetzt nicht lachen, bei mir ist das jeweils eine Küchenkelle. So, das wäre schon mal die Box soweit. Und jetzt habe ich noch was ich hier drauf machen will. Ihr seht, hier hatte ich einen Schmetterling, den habe ich gelb eingefärbt in der Farbe der Box. Hier habe ich einen, den ich blau eingefärbt habe. Und das ist alles mit diesem Stempelset hier gestempelt. Das heißt, hier diesen Hasen und dann den Spruch Frohe Ostern und hier diesen Schmetterling. Jetzt habe ich zu diesem Set keine Stanzen und deshalb muss ich hier noch kurz Fussy Cutting machen. Und denkt dran, wenn ihr Fussy Cutting macht, dass es immer einfacher geht, wenn ihr die Schere gerade haltet und quasi das Element mit eurer Hand um die Schere herum dreht. Gibt einfach die schöneren Resultate. Voilà. Jetzt habe ich das Element mit großen Dimensionals und das mit ein bisschen kleineren Dimensionals auf die Box aufgebracht. Das heißt, das Element hier mit diesen eher schmaleren oder weniger hohen Dimensionals. Und da müsst ihr einfach drauf gucken, wo liegt das überhaupt auf diesem Sticker drauf. Das heißt, hier brauche ich keine Dimensionals und oben auch nicht. Dieses Element bringe ich jetzt so auf, dass es möglichst gerade ist und der O hervorguckt. So in etwa. Und dann kommen hier noch Dimensionals drauf von den höheren. Und das kann jetzt da auf die Box, wo es euch am besten gefällt. Hier war ich in der Mitte. Bei dem würde ich ganz ehrlich gesagt, dass eher so, dass es ein bisschen von diesem Sichtfenster verdeckt. Dann gibt es ein schöneres Gesamtbild. Et voilà, fertig ist die Box und da kann auch jetzt ein Hase rein. Et voilà. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!